Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft & Nature. Heute möchte ich mit euch was Neues ausprobieren. Ich habe lang erwartete Post bekommen und zwar von der Firma Trailhoppers. Das Paket hier, das ist das Nomad Cape. Ja, was ist das Nomad Cape? Das Nomad Cape ist ein Regenponcho, den ihr aber auch als Hängematte oder als wirklich wasserdichtes Tarp benutzen könnt. Ja, und das spart natürlich eine Menge Gewicht. Und als großer Poncho-Fan bin ich natürlich total neugierig darauf. Ja, ich habe das Ding auch noch nicht ausprobiert. Das will ich mit euch jetzt testen. Stellt euch das erst vor und dann probieren wir mal alle Aufbauvarianten durch. Okay, los geht's. Das Nomad Cape wird in so einem Aufbewahrungsbeutel geliefert. Das beides hat zusammen ein Gewicht von 425 Gramm. Im Lieferumfang enthalten sind dann noch zwei Baumgurte mit jeweils einer Länge von 158 cm und das Gurtband hat eine Breite von 3 cm. Gefertigt ist das Gurtband aus UHMWPE und hat eine Belastbarkeit von 150 Kilogramm. Dazu gehören dann noch jeweils zwei Karabiner aus 7075er Aluminium mit einer Zuglast von 12 Kilonewton. Das Ganze wiegt zusammen 120 Gramm. Dann sind noch dabei 6 Heringe mit einer Länge von 15 cm in so einer kleinen Tasche. Die haben jeweils ein Gewicht von 8 Gramm und das gesamte Set da wiegt 54 Gramm. So kommen wir auf ein Gesamtgewicht für das komplette Set von knapp 600 Gramm. An dem Aufbewahrungssack ist hier noch so eine Gummischnur befestigt, die dient als Gürtel für den Poncho. Okay, dann testen wir mal die erste Funktion und zwar werde ich den jetzt als Poncho benutzen. Packen wir das Cape mal aus. So, wie man sieht, ist hier in der Mitte ein Reißverschluss eingenäht. Da drunter befindet sich die Kapuze. Den mache ich jetzt mal auf. So, hier ist jetzt die Kapuze von unserem Poncho. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch an der Seite zuknüpfen. Da hat es hier so kleine, ich zeige es mal vor der Kamera hier, so kleine Nieten. Ich hoffe, man sieht's. Ja, die gehen recht gut. Die sind leichtgängig, das ist schön. Das kriegt man so sehr schnell zusammengenietet. Das ist eine feine Sache. Gefällt mir. Nicht so billig, nicht so hakelig. So, jetzt ist er fast bis oben zu. Jetzt noch die andere Seite. Ende genommen. Zugeknöpft. Es sind drei Druckknöpfe pro Seite und schon haben wir unseren Poncho fertig. So, dann setzen wir den Poncho mal auf. Wie man sieht, schön lang, geht auch bis runter. Wunderbare Sache. Die Kapuze kann man hier unten mit einem Bändchen zuziehen. So. Und was ihr schon seht, hier oben hat es ein richtig schönes Vordach. Das heißt, euch läuft das Wasser nicht wie beim normalen Poncho hier ins Gesicht. Ihr braucht darunter keine Schirmmütze machen. Also das hält auch so.
Ich habe jetzt noch mal meinen Tagesrucksack aufgesetzt und den Poncho drüber gezogen. Wie ihr seht, ist auch dafür genügend Platz. Das passt. Der Kordelzug ist gut und leicht zu bedienen, das gefällt mir. Die Nieten zum Zunieten waren auch sehr leichtgängig, man musste nicht so am Material reißen. Das war auch sehr schön. Die Länge für einen Rucksack ist auch ausreichend. Also das passt schon mal, als Poncho ist er brauchbar. Dann würde ich sagen, testen wir doch jetzt mal die Funktion als Hängematte. So, ich habe den Poncho jetzt schon auseinandergeknüpft. Jetzt habe ich hier die Kapuze. Die Kapuze machen wir hier wieder in den Reißverschluss rein, machen das nach innen und machen den Reißverschluss wieder zu. Das heißt, wir haben jetzt hier eine glatte Liegefläche für die Hängemattenfunktion, dass wir da auch schön drin liegen. Ja, an den Enden von dem Poncho seht ihr dann jeweils die durchgefädelten Bändchen. Hier zum Beispiel die Seite, die ist hier mit einem Knopf versehen. Da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr den als Poncho benutzt, dass die Schlinge hier wirklich durch ist, weil sonst rutscht euch das Bändchen raus und die Schnur hängt auf dem Boden. Also es ist so mit Absicht gemacht. Das heißt, ihr macht das jetzt für die Hängemattenfunktion hier auf und dann könnt ihr das Band ziehen und steckt das hier durch und dann kann man die ganze Hängematte zusammenziehen und man kann das Ende raffeln. Gut, dann werde ich die Hängematte mal befestigen. Das Gurtband ist abgenäht und dadurch lässt sich die Hängematte in der Höhe verstellen. Hier seht ihr den geschlossenen Reißverschluss, somit kommt von unten auch kein Wind und keine Luft in die Hängematte. So, nun hängt die Hängematte, alias das Cape. Jetzt werde ich mal einsteigen, schauen wir mal, ob das hält. Ja, wunderbar. Ja, super. Ja, wunderbar. Das funktioniert. Hier knarrt und knackt nichts. Ich liege sehr gut. Das ist wie in einer normalen Hängematte. Also das ist auch top.
Ja, das ist richtig bequem. Ich muss sagen, man liegt hier wirklich wie in einer richtigen Hängematte. Das ist ganz toll. Den Test hat das Nomad Cape definitiv bestanden. Das macht einen sehr stabilen Eindruck. Ist auch ein 70D Ripstop Nylon, aus dem das Ganze gefertigt ist. Und angegeben ist die Tragfähigkeit mit 150 Kilo. Also ich habe jetzt wirklich nicht gemerkt, dass irgendwas nachgibt oder irgendwie knarrt, reißt oder sonstiges. Ja, super Sache, gefällt mir sehr gut. Der Reißverschluss, der eingenähte übrigens, der ist auch ein YKK Reißverschluss, ist auch ein Qualitätsreißverschluss. Also ich denke, da wird dann auch nichts passieren. Gut, dann kommen wir zur letzten Funktion, und zwar zu dem als Shelter. Ich werde jetzt die Hängematte wieder abbauen und dann werde ich mir ein kleines Schrägdach aufbauen und dann wollen wir mal schauen, wie viel Platz wir da drunter haben. Hier noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn ihr das Gurtband hier wieder zurückgezogen habt, dann nehmt hier unbedingt die letzte Schlaufe, zieh mal hier dran, so, und macht das hier wieder durch den Knopf, weil sonst rutscht euch das Band zur anderen Seite raus. Fixiert das jetzt, seht das? Hier ist ein Knopf, den machen wir wieder zu und somit ist das Band an der Ecke hier fixiert und kann nicht rausfallen. Man könnte es auch rausziehen, um damit das als Tarp abzuspannen und als Spannleine zu benutzen. Deswegen ist das so gemacht. Am besten gleich den Finger hier durchstecken, dann könnt ihr es euch beim Glattziehen nicht aus Versehen wegziehen, dass es dann in dem umgenähten Ende hier verschwindet. So, und hier machen wir wieder genau das gleiche. Das Teil da durch, zumachen und schon ist das Ende wieder fixiert. Okay, ich habe mir jetzt hier eine flache Stelle gesucht, damit wir das Tarp aufbauen können. Jetzt gibt es aber noch was zu beachten. Ich habe das Tarp mal am Boden ausgelegt und werde euch dazu noch was erzählen. Ausgebreitet hat das Cape als Tarp eine Länge von 2,60 Meter und eine Breite von 1,40 Meter. Es hat 8 Abspannpunkte. Jeweils an den Ecken und in der Mitte auf halber Höhe ist eine Lasche angebracht. Die, wo das Band dran sind, muss man dann noch rausholen. Die sind ein bisschen drin versteckt. Und auf der kurzen Seite seht ihr auch wieder in der Mitte auch nochmal ein Abspannpunkt. In der Mitte ist der YKK-Verschluss. Den müssen wir jetzt aber aufmachen, um das Tarp wasserdicht zu kriegen. Hier hat sich Trailhoppers nämlich was Besonderes einfallen lassen. Die haben sich an den wasserdichten Packsäcken orientiert, die zum Aufrollen. Und genauso hat man das hier mit der Kapuze gemacht. Die Kapuze wird aufgerollt und mit einem Clips verschlossen und dann wird der Reißverschluss zugemacht und somit ist es als Tarp 100% wasserdicht. Wir machen den Reißverschluss auf, holen die Kapuze raus. Hier seht ihr schon so einen Clips. So, und jetzt gehe ich her, lege die Kapuze schön zusammen und roll sie wie einen wasserdichten Packsack zusammen. So, dann wird das Ganze hier in der Mitte mit dem Clips verschlossen. Na, klickt's. Ich aufpassen, dass was einquetscht. So, okay. Und jetzt können wir das hier runterstopfen und mit dem Reißverschluss verschließen. Und schon ist das absolut wasserdicht.
Die Baumgurte dienen gleichzeitig als Abspannseile fürs Tarp. So, das Notshelter steht. Ich würde sagen, das hat genügend Platz für eine Person als Notunterkunft, aber wir schauen uns das mal von der Nähe an. Hier sind die Baumgurte, die dienen jetzt hier als Abspannseile für das Tarp. Ich habe jetzt mal hier eine BW Isomatte reingelegt und eine kleine Luftisomatte, damit ihr mal seht, wie das vom Platzangebot ist. Also ich finde, es ist völlig ausreichend. In der Mitte gut, da hängt noch ein bisschen die Kapuze durch, weil ist klar, die hat Gewicht, aber da könnte man von hinten an dem Reißverschlusshaken auch noch ein Seil ranmachen und das weiter abspannen. Hier nochmal die mitgelieferten Heringe. Sie halten, sie tun ihren Dienst. Bei weicheren Böden wird man wahrscheinlich was schnitzen müssen, aber okay, da kann man mit leben. Besser wie zu dicke Heringe, die man nirgendwo reinbekommt. So sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Schön dicht. Der Reißverschluss ist auch gut zu sehen. Da hat es ja diesen Reißverschlusszipper da vorne. Da könnte man zur Not noch ein Stück Paracord dran machen und das Ganze ein bisschen rausspannen. Ja, ich habe mich jetzt zum Test mal hier reingelegt. Also wie ihr seht, es ist genügend Platz. Das Dach geht auch weit genug rüber. Man hat hier Regenschutz. Hinten wäre sogar noch Platz für einen Rucksack, ein bisschen Gepäck. Also ist ein perfektes Notshelter. Gefällt mir. Den Test hat das Nomad Cape auch bestanden. Jetzt haben wir alle Aufbauvarianten durch. Der Hersteller sagt zwar 4 in 1 und zwar will er das noch als Bodenplane nehmen, als Picknickdecke sozusagen. Das mache ich allerdings nicht. Da ist mir die Durchstichgefahr zu hoch, gerade wenn ich es als Poncho nutze. Also den würde ich nicht auf den Boden legen und darauf rumlaufen. Das halte ich persönlich für keine gute Idee. Ja, aber ansonsten bin ich begeistert von dem Teil. Es hat alles funktioniert. Der Aufbau ist immer relativ simpel. Es ist alles gut erklärt. Also von mir ein Daumen hoch, definitiv für das Teil. Ja, der Preis ist nicht ganz niedrig, aber man muss auch bedenken, es sind teure Materialien verarbeitet an den Baumgurten, teure Reißverschlüsse, ist also keine Billigware und das Gewebe hier ist auch ein bisschen dicker. Also ich denke, der Preis ist gerechtfertigt. Ja, wo sehe ich da Einsatzzwecke? Für wen ist das was? Also ich denke auf jeden Fall für die Einsteiger, weil die haben halt eine Hängematte, einen Regenschutz und gleich ein kleines Tarp. Ist eine super Sache. Ja, und ich für Ultraleichtwanderungen im Sommer, wo ich dann gleichzeitig einen Regenschutz habe oder mich auch mal irgendwo hinhängen kann, entspannen kann, zum Beispiel bei Scout-Touren, dann kann man ruckzuck das Teil als Hängematte aufspannen, ist eine tolle Sache. Aber zum Beispiel auch für eine längere Trekking-Tour, dann kann man sich die zusätzliche Hängematte sparen im Sommer. Man nimmt halt nur den Regenponcho-Schutz mit und kann sich dann zur Not auch mal irgendwo ausruhen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann würde ich mich an dieser Stelle hier von euch verabschieden. Ich hoffe, das kleine Review hat euch wie immer gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao, tschüss.